Hi! Heute nähen wir zusammen die Jogginghose Leiska für Frauen oder die Jogginghose Manoa für Männer. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Wie ihr hier seht, gibt es die Jogginghose als kurze Hose und als lange Hose. Der Bund besteht aus Gummibändern und einer Kordel. Edle Leistentaschen mit oder ohne Reißverschluss für vorne und hinten sowie Beinbündchen für die lange Hose und einen Saum für die kurze Hose runden das Design ab. Das Schnittmuster findet ihr in meinem Shop, den ich euch unten verlinke. Die Hose wird aus einem dehnbaren Sweatstoff genäht. Ich habe hier schon mal alle Teile und Materialien vorbereitet. Wir brauchen die Vorderhose und die Hinterhose und zwar jeweils gespiegelt. Ich habe hier schon ein paar Einlagestreifen, zum Beispiel Flieseline H200, auf die Ausschnitte für die Leistentasche gebügelt. Diese sollten 1 bis 1,5 cm breiter sein wie die späteren Leistentaschen. Für die vordere Leistentasche mit Reißverschluss brauchen wir den hinteren Taschenbeutel F gespiegelt, den vorderen Taschenbeutel G gespiegelt, auf den ihr wieder jeweils einen Einlagenstreifen bügelt. Wenn ihr einen dicken Stoff habt, wird dieser aus Jersey ausgeschnitten, damit die Beutel nicht so auftragen. Mein Sommersweat ist aber dünn genug, deshalb habe ich hier den gleichen Stoff verwendet, zweimal die Leisten und zweimal den Reißverschluss. Ihr könnt hier aber auch nur 2 Leisten nähen und den Reißverschluss weglassen oder nur den Reißverschluss nähen und die Leisten weglassen. Die Leistentasche für hinten benötigt ihr zweimal zugeschnitten und im Leistentaschenbereich müsst ihr das Ganze wieder verstärken. Zeichnet euch die Markierungen ein. Wenn ihr das Teil aus 2 Streifen nähen wollt, weil die Taschenbeutel sonst zum Beispiel zu dick werden würden, teilt ihr das Teil am besten unterhalb dieser Linie. Nach dem Zusammennähen muss das komplette Teil wieder so lang sein wie das Schnittmusterteil. Des Weiteren benötigt ihr noch 2 Beinpünktchen, den Hosenbund im Bruch zugeschnitten, Ösen, eine Kordel und Gummiband. Zum Nähen verwende ich meine Overlock und meine Nähmaschine. Wenn ihr keine Overlock habt, schaut euch gerne das eingeblendete Video an. Dort zeige ich euch, wie ihr Jersey und elastische Stoffe mit der Nähmaschine verarbeitet. Als erstes starten wir mit der vorderen Leistentasche. Wie schon erwähnt, haben wir dazu schon die Bügeleinlagen auf die linke Stoffseite von Teil A und G aufgebügelt. Zeichnet euch auf Teil G die Markierungen für die Leistentasche auf. Ich habe mir dazu das Schnittteil in meiner Größe einzeln ausgeschnitten und kann so die Markierungen schön einzeichnen. Zeichnet euch die Position des Taschenbeutels auf, indem ihr Teil F oben bündig auf Teil A legt und diesen mit Schneiderkreide nachzeichnet. Legt euch das Teil G rechts auf rechts bündig auf Teil A an dieser Markierung. So sollten die rechteckigen Markierungen aufeinander liegen. Steckt diese fest und näht einmal um die Markierung herum. Übrigens, dieses Rechteck C ist später für die Öffnung für die Leistentasche und den Reißverschluss. Dieser ist auf die im Schnittmuster angegebene Länge angepasst. Wenn ihr aber einen längeren Reißverschluss habt, könnt ihr diesen bei Plastikzähnchen auch einfach später kürzen. Zum Nähen verwende ich eine Jersey-Nadel oder eine Stretch-Nadel, einen Geradstich und eine Stichlänge von 2,5. Kurz vor den Ecken stelle ich eine kleinere Stichlänge ein, zum Beispiel 1,5 bis 2, damit es stabiler ist und später nichts reißt. So kannst du auch die Ecken besser treffen. Benutze dafür auch gerne das Handrad. An der Ecke lasse ich die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen, drehe den Stoff, senke das Füßchen und nähe weiter. Am Ende nähe ich ein bisschen über die Anfangsnaht und verriegle sie dadurch gleichzeitig. Nachdem die Teile zusammengenäht wurden, könnt ihr nochmal prüfen, ob der Reißverschluss passt und gegebenenfalls die Naht korrigieren. Im nächsten Schritt wird die Öffnung mit einer spitzen Schere eingeschnitten. Und zwar in der Mitte und 1 cm vom Rand entfernt bis zu den Ecken, sodass hier Dreiecke entstehen.
Schneidet an den Ecken bis kurz vor die Naht ein. Diese darf aber nicht eingeschnitten werden. Jetzt stülpen wir die Tasche durch das Loch auf der anderen Seite und formen das Ganze schön aus mit dem Bügeleisen. Faltet die Leiste H links auf links der Länge nach und steckt sie fest. Versäubert die offene lange Kante mit der Overlock oder der Nähmaschine. Jetzt positionieren wir die Leiste, den Reißverschluss oder beides in der Öffnung. Der Reißverschluss muss dabei genau mittig liegen. Die Leiste sollte genau hier bündig abschließen. Genauso wie hier und hier. So stecken wir eines oder beides rundherum fest. Wenn du beides haben willst, beginnst du mit dem Reißverschluss an dieser Seite, damit nichts mehr verrutschen kann. Wenn du willst, kannst du auch ein doppelseitiges Klebeband zum Fixieren verwenden. Ist die Seite gesteckt, drehst du das Ganze um, positionierst dir die Leiste oben, unten und an der Öffnung bündig und steckst alles fest. Achte dabei darauf, dass der Reißverschluss mitgesteckt wird. Jetzt nähen wir den Reißverschluss und die Leiste knappkantig nur an dieser Seite mit einem Geradstich fest. Nehmt dazu am besten einen Reißverschluss-Nähfuß. Gegebenenfalls kannst du die Nadelposition noch verstellen. Beginne an der Ecke mit der Naht. Wenn dein Schieber sehr dick ist, kann es sein, dass du diesen noch nach unten ziehen musst. Mein Reißverschluss ist aber sehr schmal. Deshalb komme ich auch ohne gut vorbei. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Den Anfang zu verriegeln habe ich hier vergessen, aber ihr macht das trotzdem. Testet das Hosentaschennähen gerne an einem Probestück, wenn ihr das noch nie zuvor gemacht habt. So sieht das dann aus. Jetzt können wir, falls dein Reißverschluss zu lang ist, diesen abschneiden. Er sollte etwas kürzer sein, wie später die Naht mit der Overlock, aber nicht zu kurz. Veröde die Enden mit dem Feuerzeug. Jetzt legen wir den Taschenbeutel F rechts auf Teil G. Dieser sollte oben und an der Rundung bündig auf Teil G liegen und an der Seite mit der vorderen Hose abschließen. Stecke das mit ein paar Klammern zusammen. Dann drehen wir das Teil um und schauen nochmals, ob alles glatt da liegt. Wenn es passt, können wir die restlichen Kanten am Reißverschluss absteppen. Somit wird die hintere Tasche fixiert. Ich beginne mit der Naht genau am Ende der ersten Naht. Verriegle dabei wieder den Nahtanfang und das Nahtende. Ende am Anfang der ersten Naht. Jetzt müssen wir den vorderen und hinteren Taschenbeutel nur noch oben und unten zusammennähen. Dazu näht ihr hier an der Ecke einmal rauf und einmal runter. Klappt dafür die Vorderhose weg. Starte hier an der Naht und verriegle den Nahtanfang und das Nahtende.
Dann müssen noch die Taschenbeutel zusammengenäht und versäubert werden. Klappe dazu das Hosenbein zur Seite, damit du dieses nicht aus Versehen mit annähst. So sieht das dann fertig aus. Damit nichts mehr verrutschen kann, kannst du die Taschenbeutel oben und an der Seite noch mit einem Geradstich im Nahtzugabenbereich fixieren. Die gleichen Schritte machst du mit der zweiten vorderen Tasche. Als nächstes machen wir mit der hinteren Leistentasche weiter. Wir haben ja bereits den Taschenbeutel mit Vlies verstärkt. Wenn ihr die Markierung auf der linken Seite noch nicht angezeichnet habt, solltet ihr das jetzt machen. Schneidet dazu einfach den Leistenteil aus eurem Schnittmuster, legt diesen auf den Stoff und zeichnet die Markierung ein. Die Hinterhose haben wir ebenfalls verstärkt und die Markierung für die Taschenposition aufgezeichnet. Ich habe mir dafür eine Schablone vom Schnittmusterbogen abgepaust, um diese einfach einzeichnen zu können. Dazu habe ich mir das Leistenteil auf Teil B ausgeschnitten, das Teil E drauf mit dem Leistenausschnitt platziert und so diese Position markiert. Legt dann die Tasche rechts auf die Markierung der Hinterhose und steckt sie mit Nadeln fest. Die rechteckigen Markierungen von der Tasche und der Hose sollten dabei genau aufeinander liegen. Nähe die Tasche genauso wie bei der vorderen Tasche beschrieben. Schneide auch hier wieder das Rechteck kurz vor die Naht ein und bügle alles flach. Klappe dann die Tasche nach oben und bügle die Nahtzugaben auseinander. Dann falte ich die Tasche so zurück, dass die Kanten genau am Rechteck abschließt. Das wird die Leiste für die Tasche. Fixiere die Leiste mit 2 Nadeln, rechts und links, und bügle nochmal darüber. Dann wird die Leiste an der geschlossenen Kante knappkantig abgesteppt. Wenn ihr einen Reißverschluss anbringen wollt, solltet ihr diesen hier oben mittig anstecken, bevor ihr die Leiste hochbiegt. Danach könnt ihr diesen auf der anderen Seite mit der Leiste zusammenstecken und annähen. Wenn ihr keine Leiste haben wollt, sondern nur einen Reißverschluss, könnt ihr diesen ins Loch mittig positionieren, hier annähen und dann den Rest wie mit der Leiste weiternähen. Die Naht sollte etwa 2 mm rechts und links überstehen. Verriegel den Nahtanfang und das Nahtende. Dann drehen wir das Ganze um und entfernen die Nadeln. Falte den Beutel rechts auf rechts zusammen und versäubere die 3 offenen Kanten. Jetzt muss nur noch das Rechteck an den 3 Seiten abgesteppt werden. Stecke dir am besten noch eine Nadel, damit nichts aufklappt. Verriegle wieder den Nahtanfang und das Nahtende. Die Naht beginnt und endet an der ersten Naht. Jetzt nähen wir die vorderen und hinteren Hosenbeine im Schritt zusammen.
Legt dafür die Teile B rechts auf rechts aufeinander und steckt sie im Schritt mit Klammern zusammen. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Das gleiche machst du mit der vorderen Hose. Dann legen wir die vordere Hose rechts auf die hintere Hose und stecken sie an der inneren Beinnaht zusammen. Wir beginnen dabei an der Schrittnaht. Die Naht sollte dabei genau aufeinander treffen. Die Nahtzugaben biegen wir in verschiedene Richtungen. Steckt die komplette Innenbeinnaht zusammen. Habt ihr diese gesteckt, könnt ihr die äußeren Beine ebenfalls zusammenstecken. Näht die zusammengesteckten Teile fest. Als nächstes nähen wir den Hosenbund. Dieser besteht aus 3 Tunneln mit einer Kordel, die durch 2 Ösen oder alternativ durch 2 Knopflöcher gefädelt wird, und 2 Gummibändern oben und unten. Ich habe mich hier für Ösen entschieden, die ich bereits vorbereitet habe. Wie man Ösen anbringt, könnt ihr euch im eingeblendeten Video anschauen. Wie man Knopflöcher manuell macht, könnt ihr euch ebenfalls in einem anderen eingeblendeten Video anschauen. Verstärkt die Knopflöcher oder Ösen auf der Rückseite mit einer Bügeleinlage. Lege dann den Hosenbund rechts auf rechts an der kurzen Kante zusammen. Die im Schnittmuster eingezeichneten Knipse werden später die Öffnung zum Einziehen der Gummibänder. Markiere dir die Knipse am besten mit Nadeln. Nähe von hier bis hier, lasse hier frei, dann wieder hier nähen, hier frei und hier wieder nähen. Achte beim Nähen darauf, dass die Öffnung der Gummibänder auf der Seite des Hosenbundes ohne Ösen oder Knopflöcher ist. Beim Nähen verriegelst du den Nahtanfang und das Nahtende bei jedem Teilstück. Bügelt dann die Nahtzugaben auseinander. So sehen die Öffnungen für die Gummibänder aus. Stecke dann den Hosenbund links auf links mit ein paar Klammern zusammen und nähe ihn an den Kanten im Nahtzugabenbereich mit einem großen Stich zusammen. Somit kann nichts mehr verrutschen. Jetzt nähen wir die Tunnelnähte mit den im Schnittmuster eingezeichneten Abständen. Für die erste Naht nehme ich mir meine Linie auf der Stichplatte der Nähmaschine als Orientierung. Nähe einmal außen herum. Bei den Ösen könnt ihr als Schutz das Handmaß benutzen oder ganz langsam vorbeinähen, eventuell sogar mit dem Handrad, damit ihr die Ösen und Nadeln nicht beschädigt. Am Anfang angekommen, nähst du noch ein bisschen über die Anfangsnaht, um diese gleich zu versäubern. Für die zweite Naht benutze ich ein Kantenlineal, das ich entlang der ersten Naht führe, um einen gleichmäßigen Abstand zu bekommen. Alternativ könnte man auch einen Magneten nehmen oder die Nahtlinie mit Schneiderkreide einzeichnen. Hier verwende ich einen Reißverschluss-Nähfuß, um schön an den Ösen vorbeizukommen. Am Ende nähe ich wieder ein Stückchen über die Anfangsnaht. Jetzt können wir den Bund an die Hose annähen. Dafür habe ich mir die vordere und hintere Mitte des Bundes mit einer Klammer markiert. Lege die beiden Klammern aufeinander, um die beiden anderen Viertel zu ermitteln. Ermittle auch die Viertel der Hose, ausgehend von der vorderen und hinteren Mitte.
Wie du hier siehst, liegen die seitlichen Klammern nicht auf der seitlichen Naht. Das ist korrekt so. Stecke den Bund und die Hose rechts auf rechts anhand der Klammern zusammen. Die Ösen schauen dabei zur Vorderhose und sollten mittig zur vorderen Mitte liegen. Die hintere Naht der Hose trifft auf die Naht vom Bund. Stecke dir gerne noch weitere Klammern. Nähe dann die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Jetzt fädeln wir die Gummibänder mit einer Sicherheitsnadel durch die beiden Tunnel. Ermittelt euch dazu die Länge eures Gummibandes, indem ihr es euch um die Stelle, wo später der Hosenbund sitzt, rumlegt. Das Gummiband sollte etwas Zug haben, damit es gut hält, aber nicht zu fest, damit es unangenehm wird. Schneidet euch die ermittelte Länge zweimal zu, mit ca. 2 cm extra Länge für die Nahtüberlappung. Hast du das Band durchgezogen, ziehst du die Enden etwas heraus und steckst sie zusammen. Nähe die Enden mit einem Zickzackstich ein paar Mal hin und her zusammen. Ziehe dann den Gummi nach innen und schließe die Wendeöffnung mit einem unsichtbaren Stich. Wie dieser geht, kannst du dir im eingeblendeten Video ansehen. Fettle dann durch die Ösen oder Knopflöcher noch die Kordel ebenfalls mit einer Sicherheitsnadel. Verknote die Enden und veröde sie bei Kunststoffkordeln oder bringe Verzierungen an den Enden an. Als nächstes nähen wir die Beinbündchen. Steck dafür das Teil D an der kurzen Kante rechts auf rechts aneinander und näht es mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Biegt die Nahtzugaben auseinander, wenn ihr es mit der Nähmaschine genäht habt, oder in eine Richtung, wenn ihr es mit der Overlock genäht habt. Faltet das Bündchen so, dass die Nähte links aufeinandertreffen. Steckt euch eine Klammer. Steckt auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls eine Klammer. Stecke dir auch beim Hosenbein eine Klammer in der inneren Hosenbeinnaht und gegenüber. Stecke dann die Klammer mit der Beinbündchennaht an die Innenbeinnaht. Die Nahtzugaben schauen dabei in verschiedene Richtungen. Die Innenbeinnaht und die Bündchennaht sollten dabei genau aufeinander treffen. Nähe jetzt mit der Overlock oder dem Overlock-Stich deiner Nähmaschine mit 1 cm Nahtzugabe das Bündchen an. Wenn dir 2 Klammern zu wenig sind, kannst du das Ganze auch vierteln. Beim Zusammennähen liegt der Bündchenstoff oben, damit du genau sehen kannst, wie weit du das Bündchen ziehen musst, damit das Bündchen und der Stoff glatt daliegen. Der Beinstoff darf dabei nicht gezogen werden. Wenn du am Ende angekommen bist, nähst du ein kleines Stück über die Anfangsnaht. Somit wird dieser gleich versäubert. Wenn du statt einer langen Hose lieber eine kurze genäht hast, biegst du jetzt den Saum 2,5 cm nach innen um und steckst ihn dir mit Klammern fest. Nähe dann den Saum mit einer Coverlock, einer Zwillingsnadel oder einem elastischen Zierstich einmal rundherum. Fertig ist die Jogginghose. Wenn du jetzt noch den passenden Hoodie dazu nähen willst, schau dir das eingeblendete Video an. Ansonsten würde ich mich noch über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!